Wir stehen hier auf dem Dach von Schloss Schwetzingen, der großen Sommerresidenz der Kurfürsten von der Pfalz. Und hinter uns erstreckt sich über 72 Hektar einer der großartigsten Gartenanlagen Europas. Eine Gartenanlage, die auf das Beste und Spannendste einen Formgarten mit einem Landschaftsgarten vereint. Was macht denn den Schlossgarten in Schwetzingen so einmalig? Nun, zunächst ist es das riesengroße Kreisparterre, das Sie vor uns sehen. So etwas gibt es sonst nicht mehr. Dann haben wir eine Prunkachse, die einmal nach hinten auf die Kalmit zeigt, die höchste Erhebung des Pfälzerwaldes, und dann in gerader Linie bis zum Königsstuhl, also zum Ort des Heidelberger Schlosses reicht. Und um diese Achse herzustellen, hat man eigens das Schloss gedreht, damit es in diese Flucht passt. Aber das ist ja nicht das Einzige, Herr Wagner, sondern das Schloss, die Sommerresidenz, hat ja noch eine ganz andere Reihe von Einmaligkeiten und Besonderheiten, die sie heraushebt aus den anderen Monumenten in Europa. Ja, Kurfürst Karl Theodor war ja sehr an den Naturwissenschaften interessiert. Unter anderem hat er die ersten Wetterbeobachtungen weltweit eingeführt und bis zum Jahr 2003 wurde weltweit das Wetter zu den Stunden gemessen, die Karl Theodor festgelegt hat, 7, 14 und 21 Uhr. Und er hat sich sehr auch für Elektrizität, sprich auch für Gewitter interessiert. Und er war der erste Fürst in Europa, der flächendeckend Blitzableiter installieren ließ. Und wir haben hier auf dem Dach des Schwetzinger Schlosses die ältesten, auch heute noch funktionstüchtigen Blitzableiter in Europa. Der Wissenschaftler ist heute relativ unbekannt, er heißt Johann Jakob Hemmer. Und der Herr Hemmer hat 5 Spitze entwickelt. 4 in die Himmelsrichtungen, einen nach oben. Und so heißen diese Blitzableiter auch heute noch Hemmersche 5 Sterne. Die Axialität, die Point de vue, den großen, weiten Blick auf einen gedachten Endpunkt hin, dies ungeheure Beschnitt der Pflanzen, um sie zur grünen Architektur zu machen, das ist das Zeichen des barocken Formgartens. Der Garten, Herr Wagner, war ja immer öffentlich. Eigentlich unüblich, wenn man denkt, für einen Herrscher, sogar einen Kurfürsten des 18. Jahrhunderts. Ja, das gab es eigentlich nur noch in Dessau-Wörlitz und ansonsten hier in Schwetzingen. Alle anderen Gärten waren nur für die elitäre Hofgesellschaft. Und es gibt 2 nette Episoden, die über die Gesandtschaftsberichte oder über die Tagebücher des Ministers von Beckers erhalten geblieben sind. Das eine ist der Minister von Beckers, der überliefert uns, dass Karl Theodor einen kleinen Jungen getroffen hat im Garten und hat ihn gefragt, wo er hingehört, und über die Antwort war er erstaunt. Der kleine Junge hat gesagt, ich gehöre zu meiner Mama. Und Karl Theodor hat anschließend gemerkt, man möchte ihm immer die Wahrheit sagen und er möchte, dass jeder weiß, wo er hingehöre. Aber es konnte einem passieren im 18. Jahrhundert, man ging hier um die Ecke und dann stand Karl Theodor vor einem und er hat ihn nicht rauswerfen lassen, er hat auch keine Leibgarde dabei gehabt, sondern er lief alleine durch den Schlossgarten und man konnte ihn einfach hier auch treffen. Es gibt noch eine sehr schöne Geschichte, die uns der sächsische Gesandte überliefert. Eine Räuberbande machte hier ihr Unwesen und eines Tages ist Karl Theodor, der immer alleine durch den Schlossgarten ging, ohne Leibwache und Begleitung, ist er von dieser Räuberbande überfallen worden und sie haben ihm alles genommen, was er so getragen hatte. Ja, Kurfürst Karl Theodor erbt Bayern und in den Erbverträgen war festgelegt, er muss die Residenz in München nehmen. Er hat aber dennoch Geld weiterhin hier in Schwetzingen investiert und hat hier noch bauen lassen, so den Tempel der Waldbotanik. Das einzige Gebäude, das eine Inschrift und eine Jahreszahl birgt. Jeder gebildete Mensch des 18. Jahrhunderts hat in einem so kleinen Rundtempel natürlich das Pantheon in Rom erkannt. Und wir haben 2 Sphingen, die das Rätsel der Sphinx hüten. Denn eine Waldbotanik sucht man vergeblich. Die gibt es weder in der römischen noch in der griechischen Mythologie. Es ist ein Geheimnis, das wir aber gerne bei Gartenführungen lüften. Ja, und als Abschluss haben wir hier das Wasserkastell mit der Wasserleitung, dem Aquädukt. Es ist als Ruine gebaut aus vulkanischem Tuffstein. Das sieht so aus wie der verwitterte Travertin der antiken Bauten in Rom.
Wir haben hier zwei Wasserleitungen, die hier aneinandertreffen, und an diesem Schnittpunkt wurde extra eine Befestigungsanlage errichtet. Und als man hier das Wasser ausgegraben hat, diesen kleinen Teich, hat man Gräber gefunden und man hat geglaubt, es wäre hier eine antike Schlacht zwischen Römer und Germanen geschlagen worden. Und zu Ehren dieser hat man dann hier auch einen Obelisken errichtet, der mit Wein umrankt war. Der Schwetzinger Garten zeichnet sich dadurch aus, dass ein Bauherr alle Gestaltungsphasen miterlebt und mitentschieden hat. Vom ersten Moment bis zum Abschluss war Karl Theodor der regierende Kurfürst. Und Herr Wagner, Karl Theodor hat ja nicht nur das Geld gegeben, der hat sich ja auch intensiv inhaltlich in die Gartengestaltung eingebracht. Ja, also er war schon der Spiritus Rector, der das große Sagen hatte, und er war eben mehr den Musen verbunden, den schönen Künsten, der Musik vor allen Dingen. Deswegen ist Apoll hier auch ganz, ganz wichtig mit dem Apollo-Tempel. Apoll hat seinen Sitz auf dem Parnass, deswegen ist der Tempel ja auf einem felsigen Untergrund errichtet worden. Und da hat der Pegasus, das geflügelte Ross, die Hypokrene-Quelle, die Rossquelle, mit einem Hufschlag aufgetan. Das haben wir hier in Form, dass die beiden Najaden eine Vase halten, und da sprudelt nun die Quelle der Dichtkunst auf die Bühne des Schwetzinger Naturtheaters. Das ist das klassischste Bühnenbild, was man sich ja überhaupt vorstellen kann, dass quasi die Quelle der Dichtkunst direkt befruchtend quasi ins Theater eingebracht wird als Bühnenbild. Herr Wagner, wie kommt ein katholischer Kurfürst dazu, in den Schlossgarten seiner Sommerresidenz sich eine Moschee errichten zu lassen? Ja, es war Mode im 18. Jahrhundert. Vorbild war Sir William Chambers in England, der in Kew Garden das Urbild aller Gartenmoscheen errichtet hat. Nur so riesig, das war nur in Schwetzingen der Fall. Kew war wahrscheinlich so groß wie der Eckpavillon dort hinten, hatte aber auch schon zwei Minarette wie Schwetzingen. Und das Gebäude selber, der Moschee-Hauptbau, ist eigentlich die Karlskirche in Wien kopiert mit den beiden Säulen vorne dran. Der Kreuzgang sagt es ja schon, es ist eigentlich ein Klosterkreuzgang, und trotzdem haben wir hier überall dann den Halbmond, und dann hat man quasi ein orientalisches Motiv draufgesetzt, und somit hatte man was Türkisches. Wir stehen hier auf dem Merkurtempel, die jüngste Gartenarchitektur hier im Schwetzinger Schlossgarten. Der Merkurtempel wurde gebaut, da saß Karl Theodor schon mehrere Jahre auf seinem Thron in München. So ein Schlossgarten ist für die Zeitgenossen immer auch ein intellektuelles Vergnügen gewesen. Man spielte sehr bewusst mit den Epochen, mit den großen Ideen der Zeit. Man erging sich in seiner eigenen Belesenheit, führte intellektuelle, sinnreiche Gespräche, versuchte Assoziationen über sein eigenes Wissen zu vermitteln. Ja, wie jeder große Architekt wollte auch Nicolas de Pigage eine große Kuppelkirche bauen. Leider ist es dazu nicht gekommen. Er hat hier nur die Stadtkirche etwas erweitern dürfen. Aber er hat dann nach dem Vorbild der Florentiner Domkuppel hier eine große Kuppel an der Gartenmoschee errichtet. Und er hat noch eins draufgesetzt. Er hat etwas gebaut, was man eigentlich nicht bauen kann. Eine zerstörte Kuppel. Sie sehen, direkt über mir ist nichts. Und deswegen müsste diese Kuppel eigentlich bersten. Und es hat moderner Röntgengeräte bedürft, um zu sehen, wie Nicolas de Pigage das technisch gelöst hat. Er hat nämlich hier in diese Pfeiler Eisen hineinarbeiten lassen, einen Dreiviertel-Zuganker gebaut, die physikalisch dann quasi das fehlende Rund ergänzt haben. Und somit hat er eine Stabilität errichtet, die dem Bauwerk gar nicht anzusehen ist und die es eigentlich mit dieser Konstruktion gar nicht haben kann.